Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute haben wir Freitag, den 13. Ja, vergesst nicht, das Pad, ja, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, das Pad zu unlocken, falls ihr das noch nicht haben solltet, und zwar bei Schatten. Zornox kann dir am Freitag, den 13. in den rottenden Landen begegnen. Ne? Ihr habt 3 Tage vor und danach Zeit, also wahrscheinlich wird euch das ein bisschen auch, ja, selbst wenn ihr danach nicht aktiv sucht, wird es euch random wahrscheinlich irgendwo mal in der Quest erscheinen, so, ne? Also von daher, da hat man jetzt mehr als genug Zeit, wie ich persönlich finde, schon fast ein bisschen zu viel, weil insgesamt haben wir jetzt 3 Tage davor, dann den Freitag, den 13. und 3 Tage danach, also insgesamt 7 Tage für dieses Pad. Ja, ich sag mal, ein Tag davor und ein Tag danach hätte auch gereicht, dann hätte man immer noch 3 Tage Zeit dafür, das zu finden, so, ne? Und ja, das würde vollkommen reichen, so. Früher haben wir immer nur einen Tag, ne? Und das war der Tag gewesen, halt, Freitag der 13. und für die anderen Sachen auch, um das Pad halt zu finden, so, ne, es wurde angehoben, weil manche halt ein bisschen Pech gehabt haben, vielleicht an dem Tag, und haben das vielleicht an dem Tag, ne, nicht gefunden in der Quest, obwohl sie immer die kleinste Quest und sowas angenommen haben, so, ne, dann reicht es meines Erachtens nach, aber trotzdem dann den Tag davor und danach zu nehmen, weil man dann safe das auf jeden Fall findet. Aber das nur so am Rande. Ja, ihr sollt nur informiert sein, dass das Ganze jetzt findbar ist auf jeden Fall. Ja, wir haben hier die Events am Start. Wir haben es ja wie gesagt Freitag. Und ja, wie gesagt, Freitag der 13. Das ist jetzt genau Stand heute 3 Wochen her, dass EU20 gestartet ist, und da wollte ich einfach mal gucken, einen kleinen Überblick mir verschaffen, wie es jetzt hier momentan auf dem Server aussieht, nach 3 Wochen Serverstart. Und ja, die Leute haben hier auf jeden Fall ein relativ gutes Level abgegeben, würde ich mal so meinen, für die 3 Wochen jetzt. Wir haben hier viele, die hier jetzt schon mittlerweile über 320 sind. Das ist definitiv nicht verkehrt und zeigt mir auf jeden Fall auch Klassen, die jetzt nicht so hart sonst am Pushen sind, beziehungsweise so, die nicht so stark sind in den Dungeons, finden sich hier unter anderem auch relativ weit oben so. Das zeigt mir auf jeden Fall auf, dass wir viele Leute hier oben haben, die es definitiv wissen wollen. Insgesamt führt hier Imbiss mit Freedom und ja, ein paar von den Gem Miners, ein paar von den World Guards, aber ich würde mal overall sagen, dass halt hier Imbiss die Nase vorne hat auf jeden Fall. Und ja, mal gucken. Ich glaube, gildentechnisch, nee, sind wir noch nicht in der Raid-Phase. Mal schauen, wo jetzt momentan die Gilden so sind. Bei Raid 42 sind sie momentan, also sind jetzt bald fertig mit den Raids, und dann werden auch die Angriffe auf andere Gilden starten. Und dann wird sich so ein bisschen rauskristallisieren, wer auf welcher Stufe platziert sein wird, ne? Meine Vermutung, Imbiss, dann Freedom, dann würde ich sagen World Guard und dann Gem Miners. Wir gucken einfach mal, wie es momentan leveltechnisch auf dem Server so aussieht, bei den Gilden her. Und hier haben wir, ja, Imbiss, dann haben wir Freedom, oh, dann haben wir die Gem Miners und dann World Guard, aber hier ist tatsächlich nur ein Levelunterschied im Durchschnittslevel der Gilde, also das ist wirklich sehr, sehr nah beieinander hier, also das könnte wirklich sehr spannend werden. Ansonsten haben wir hier wahrscheinlich ein safes Ding mit Platz 2 und Platz 1. Ich denke mal, die werden sich hier auf den Rängen auch so etablieren, und ja, hier muss man mal gucken, wer da nachher die Nase vorne hat, ob die Gem Miners oder World Guard. Das könnte definitiv nochmal spannend werden im Kampf um Platz 3, ne? Also auf jeden Fall mal schauen. Ja, so sieht es momentan spielertechnisch und gildentechnisch auf dem Server aus. Wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter runter scrollen, so in die Bereiche der, keine Ahnung, sagen wir mal 200, 300, 400, 500er Ränge, dann sehen wir auf jeden Fall, dass wir hier mittlerweile schon bei Rang 500 sind, aber die Spielerdichte hier natürlich sehr, sehr krass ist auf jeden Fall. Also wir haben hier viele Spieler, die hier noch relativ weit über Stufe 200 sind, nach 3 Wochen jetzt mittlerweile. Ne? Das sind so die ersten Bereiche, wenn man jetzt nicht hardcore reinpilzt, wo es dann nachher so ein bisschen langsamer auf jeden Fall vorangeht. Aber selbst hier im 600er, 700er Bereich sind wir immer noch bei vielen Leuten, die über 200, 220 sind, so teilweise. Ne? Selbst hier auf Rang 1000. Also das ist ja schon wirklich heftig, ne? Also selbst in den Tausender-Rängen sind hier viele über 200. Ich frage mich, wo es nachher losgeht. Guck mal, hier bin ich sogar, ja. Ich frage mich, wo es nachher losgeht,
ja, wo die Leute so langsam unter 200 sind. Ich würde so sagen im 1300er, 1200er Bereich so. Da geht es so langsam los, da schleichen sich mehrere Leute ein, die noch nicht über 200er sind. Aber so weit runter zu scrollen, um halt an diese Levelstufe hier zu kommen, ne? Das ist wirklich sehr, sehr selten. Also wir haben hier wirklich auch im Durchschnitt sehr viele aktive Spieler auf dem Server. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die registrierten Spieler anschauen, dann sind wir jetzt hier mittlerweile bei 65.281. Hier kommen auch nach wie vor jeden Tag Hunderte, ja, bis teilweise Tausende, also Spieler hinzu. Also jeden Tag 1000 Spieler. Ist es vielleicht nicht mehr so wie ganz zum Anfang, aber Hunderte auf jeden Fall, und zwar im oberen 100er-Bereich. Also ich würde so über 500, 600, 700 Spieler pro Tag würde ich hier hinzurechnen, die hier nach wie vor immer noch auf dem Server starten, und vor allen Dingen das sind halt auch Leute, die meistens es auch wirklich ein bisschen längerfristig wissen wollen. Also die meisten erstellen sich ja einen Account auf Stufe 1 direkt zum Serverstart oder registrieren sich vor oder so, ne? Aber die jetzt nach und nach eintrudeln, ich weiß nicht, ob das immer noch so Spieler sind, die auf Stufe 1 bleiben, einfach nur zum Gucken, oder ob das wirklich Spieler sind, die jetzt so sagen, oh ey, das ist der neueste Server, da versuche ich mich jetzt mal langfristig drauf. Also, ne, EU20 nach wie vor für die Spieler, die jetzt immer noch, weiß ich nicht, neu in das Spiel hinzugekommen sind oder jetzt kürzlich darauf aufmerksam geworden sind. EU20 ist wirklich definitiv ein starker Server, und würde ich auch, glaube ich, noch nach wie vor empfehlen, hier auf jeden Fall drauf zu spielen und daran teilzunehmen. Also ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr aktiver Server. Das muss man definitiv so sagen, und ich bin gespannt, was hier passiert, wenn wir hier zeitnah im Legendary Dungeon sind, weil dann wird es für viele Leute wahrscheinlich auch nochmal einen heftigen Boost geben, so, und das wird definitiv interessant zu beobachten sein. Also ich werde hier noch eine Zeit lang spielen, auf jeden Fall auf dem Server. Ich bin hier ja auch in der Pilzhütte angelangt, die hier von Sir Pilzelot betrieben wird. Auch eine sehr coole Gemeinschaft, wie ich finde, auch sehr aktiv, und macht definitiv auch Spaß, hier nach wie vor so ein bisschen zu verweilen, während wir noch den Serverstart von EU20 hier so ein bisschen mit begleiten. Ne? Ich hatte ja original den Account von Hunrizzle ja gepusht gehabt, ne? Wie wahrscheinlich viele von euch mitgekriegt haben sollten, so, ne? Zum Anfang EU20, und dann hatte ich mich ja um meinen eigenen Char nicht wirklich bemüht, beziehungsweise hatte ich halt keine Zeit gehabt, großartig den Serverstart mit zu pushen, so die ersten 3-4 Tage, und habe, glaube ich, dann erst nachher so am 4. oder 5. Tag nach EU20 Serverstart dann angefangen, den Account ein bisschen hochzuspielen und ja, ein bisschen aktiv zu bewirtschaften, so, ne? Und dann ja, wurde ich halt eben eingeladen, beziehungsweise, ja, ich glaube, ich wurde eingeladen und bin halt der Gilde hier beigetreten, und ja, werde jetzt hier halt eben noch so ein bisschen weiter daddeln auf jeden Fall. Deswegen schöne Grüße gehen raus hier an die Pilzhütte, ne? Ist sehr, sehr cool, und wir werden hier definitiv noch zur Anfangsphase von EU20 uns das ein bisschen weiter anschauen hier, ja, innerhalb der Gilde und auf dem Server halt eben, ne? Weil ich wollte auch, wenn ich jetzt den Server nicht so aktiv spiele, wollte ich den ja trotzdem noch weiterhin mir anschauen, so, und gucken, was hier noch so passiert in Zukunft, ne? Ist ja schon sehr, sehr interessant, weil das ja auch wirklich ein Rekordserver ist, muss man wirklich so sagen. Es sind ja ein paar Rekorde gefallen hier auf dem Server. Wollte ich mir halt hier den weiteren Verlauf noch anschauen, und das wäre halt eben auch langweilig gewesen, wenn ich hier einfach nur einen Level 1 Account gehabt hätte, so, und deswegen, ja, spiele ich hier dann halt noch so nebenbei einfach ein bisschen drauf, ne? Genau, so sieht das momentan aus hier auf EU20, also gefällt mir sehr, sehr gut und macht definitiv auch Spaß, hier den Account so bedenkenlos so ein bisschen zu pushen, ohne jetzt irgendwie die härtesten Verpflichtungen zu haben, so, ne? Also ist wirklich alles sehr, sehr gechillt. Und deswegen, ja, macht mir das hier auch nach wie vor so Spaß. Und wir haben noch eine weitere Verzauberung, sehe ich gerade hier. Ja, wir können hier noch gleich den Ring upgraden. Ja, meine Begleiter habe ich auch schon ein bisschen equipped, so, ne, werde jetzt noch versuchen am Wochenende vielleicht, ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt für Events? Ja gut, Epic Event haben wir tatsächlich nicht am Start, aber haben wir ja auch die letzten Male jetzt genug gehabt, ne? Wir können mal gucken, ob wir hier noch das Dämonenportal hier heute noch vielleicht down kriegen, das wäre ganz cool. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und kriegen das hier noch besiegt, dann stehen wir noch ein bisschen besser da, dungeon-technisch, ne? Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Ansonsten habe ich halt einfach Pech gehabt und wir müssen noch einen Tag länger warten, dann ist das auch so.
Aber ja, macht mir auch Spaß mit dem Paladin. Also ich hatte jetzt ja bei EO19, hatte ich jetzt den Nekromant gespielt, hier spiele ich den Paladin. Und das sind wirklich so die zwei Klassen, die ich als nächstes so in Erwägung ziehen würde, ja, bei einem langfristigen Serverstart, die zu nehmen von den bestehenden Klassen, die es momentan noch gibt. Ja, wenn jetzt keine Klasse rauskommt, die mir so absolut gar nicht gefällt. Deswegen, ich warte ein bisschen auf den Pestdoktor, auf einen guten alten Pesti, ob der ja, mir zusagt. Und den werden wir definitiv natürlich auch testen so, ne? Und dann werden wir mal schauen, wie die Klasse so performt, weil ja, von den bestehenden Klassen würde ich jetzt nicht unbedingt eine auf Langzeit so nochmal anfangen wollen. Ja, aber wenn es sein müsste und es kommt bis EO50 keine Klasse raus, die mir noch besser gefällt als die beiden, also der Necro und jetzt der Paladin, dann würde ich mich wahrscheinlich auch eher so für den Nekromant entscheiden, auf Long Term so. Ne? Aber ja, wir warten einfach mal ab und gucken mal, welche Klassen noch so rauskommen und wie mir die dann so gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, was den Pestdoktor angeht. So. Ich hoffe mal, der wird gut werden. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Und dann ja, werde ich dann natürlich auch dann zeitnah berichten und euch in Kenntnis setzen, wenn es dazu eine Beta geben sollte und wir dann da auch das erste Mal dann mit dem Pesti dann so ein bisschen uns austesten. Ja, ich bin gespannt, wie sie es balancen wollen so, ne, weil das wird ja wahrscheinlich so ein Dot-Schaden werden mit Gift, ne, der so runtertickt. Aber mal gucken, das bleibt abzuwarten auf jeden Fall. Ja, da kriegen wir noch ein schönes Item hier noch zum Schluss, ne? Kriegen wir vielleicht noch ein schönes Steinchen noch on top. Das wäre doch mal wünschenswert hier. Also wir bräuchten auf jeden Fall mal wieder neue Items. So viel steht fest. Wir haben jetzt gut gepusht in letzter Zeit. Und da bräuchten wir definitiv mal wieder das ein oder andere Item so. Oh, da haben wir einen Stärkestein. Mal gucken, wir haben ja leider kein Festungsevent. Okay, wir haben hier 186, 207. Dann tauschen wir es auf jeden Fall. Hier machen wir mal eine Ressourcengewinnung und Verzauberung hatten wir nicht drauf. Gut, dann gehen wir noch schnell zum Schmied und jagen das Ding hoch hier. So, zack, und dann sieht das Ganze doch schon mal wieder ein wenig besser aus auf jeden Fall. Ne? Ja, Freunde, wir werden auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiterspielen, ein bisschen weiter daddeln. Nebenbei werden wir uns EO20 noch ein bisschen weiter anschauen hier so, ne? Und ja, mal gucken, was uns hier noch auf dem Server so erwartet. Bis dahin, erstmal soweit, alles Gute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.